Anhänger von Gamsachurdia feuern Tag und Nacht mit Leuchtspurgeschossen auf die Stadt. Mit einem Taschentuch als Friedensfahne laufen die Flüchtlinge durch die Schusslinien. Noch immer sind mehr als 100.000 Menschen auf der Flucht vor dem Krieg. Die Bemühungen um einen Frieden in Somalia haben einen Rückschlag erlitten. Die Anführer der beiden Bürgerkriegsparteien Aidid und Ali Mahdi lehnen die Versöhnungskonferenz in Addis Abeba ab, weil keiner von beiden in die Planung einbezogen wurde. Zum ersten Mal seit dem Inkrafttreten des Waffenstillstands griffen Anhänger Aidids Widerstellungen der UNO in Mogadischu an. Aus der Luft versuchen die US-Streitkräfte, den Somalis die verworrene Politik Präsident Clintons beizubringen. Donnernde Flugzeuge, Bomben, Maschinengewehrfeuer, Drohgebärden. Dann psychologische Kampfführung. Amerikaner und Somalis reichen sich die Hände zum Frieden. Auf der Rückseite des Flugplatzes steht, nur Rebellenführer Aidid verhindert die Versöhnung. Das zu glauben fällt den Somalis schwer beim Anblick von schwer bewaffneten US-Soldaten, Panzern und Kampfhubschraubern. Ali Mahdi, der Gegenspieler Aidids, verlangt eine klare Linie von Clinton. Wenn er die Clans nicht entwaffnen lässt, versinkt Somalia wieder in Anarchie und Chaos, sagt er. Doch die Amerikaner sind fest entschlossen, das Land in 6 Monaten zu verlassen. Der Karibikstaat Haiti entwickelt sich zum neuen Krisenherd für die Vereinten Nationen. Insgesamt 1600 Militärberater, Polizeiausbilder und Verwaltungsexperten wollen dem Land bei der Rückkehr zur Demokratie helfen. Doch ähnlich wie in Somalia regt sich Widerstand gegen die Soldaten aus den USA und Kanada, die das Vorauskommando bilden. Ralf Vogestraat berichtet. Das amerikanische Schiff Harlan County liegt immer noch vor der Küste von Port-au-Prince vor Anker. Bewaffnete Banden haben den Hafen besetzt und protestieren gegen die, wie sie es nennen, ausländische Invasion. Von Haitis Militärmachthabern sorgfältig inszeniert wurden Diplomaten und Journalisten.
Wie geht's hier? 39,3. Und zwar direkt manipulativ. Was heißt das? Und dann mit der Maus statt mit Befehlen. Wie lange habt ihr Zeit dafür? Semesterende. Apropos Zeit. 3 Minuten ist längst um. Na, dann zeig schon, wie es geht. Ist gar nicht so einfach, hm? So. Mach 20 Schilling, mein Guter. Ist schon recht. Na, Wettschulden sind Ehrenschulden. Welche ist es denn? Ja, die mit dem grünen Pulli, nicht wahr? Mhm. Wollen wir reingehen? Ja, klar. Das sind Herr und Frau Brunner. Sie wollen gern die Anni kennenlernen. Anni, kommst du? Servus, Anni. Grüß dich, Anni. Schau, wir haben dir was mitgebracht. Hier. Schau an. Gefällt sie dir nicht? Kann ich es haben? Nein, Petra, die Dame hat... Sie müssen Geduld haben. Das ist eine ganz natürliche Reaktion.
Bist du meine neue Pflegemama? Morgen. Morgen. Frau Domek, Gegenzeichnung, bitte. Viel los heute. Na, bei Pensionsauszahlung immer. Grüß Gott. Geht's gut? Danke, ja. Wiederschauen. Wiederschauen. Darf ich mal telefonieren? Ja, gern. Danke. Entschuldigung. 4. Eins, zwei, drei, 4. Wiederschauen, Dankeschön. Hallo? Grüß dich. Bitte. Wie geht's dir? Dank der Nachfrage. Gut. Gut. Wie bitte? Wie bitte was? Entschuldige, ich habe nicht verstanden, was du zuletzt gesagt hast. Du brauchst dich nicht entschuldigen. Ich habe gesagt, dank der Nachfrage gut. 9.372 und 40 Groschen. Ich habe jetzt keine Zeit, Vater. Ruf am Abend an, dann können wir reden, ja? Ist gut. Entschuldigen Sie die Störung. Servus. Servus. Ich rufe dich an. Grüß Gott. Grüß Gott.
das Kraftwerk fertigzustellen. Tatsächlich sind jährlich etwa 4000 Menschen direkt oder indirekt am Bau beschäftigt. Mitte 1997 sollen die ersten Turbinen Strom ins Netz liefern, vorausgesetzt, dass alles nach Plan läuft. Der heutige Winter darf für uns nicht sehr streng sein. Es darf kein Hochwasser kommen. Das Weihnachtshochwasser sollte zwischen 24. Dezember und 6. Jänner kommen und nicht wie voriges Jahr im November, das ein und für sich ein atypisches Hochwasser war. Wenn die Verzögerungen durch einen strengen Winter müssen also dann wieder durch vermehrten Aufwand wieder aufgeholt werden. Die Arbeiten verlagern sich jetzt auf das linke Donauufer. Hier entsteht in den kommenden 2 Jahren die Wehranlage. Dieses Inselchen mitten in der Donau ist das erste Stück des künftigen Damms, der das Wasser von der Baugrube der Wehranlage fernhalten wird. Für die Schifffahrt gilt an dieser Stelle derzeit eine Einbahnregelung. Und so soll das Kraftwerk nach seiner Fertigstellung aussehen. Diese Fotomontage zeigt die Staustufe Wien aus der Vogelperspektive. Ab 1998 soll das Kraftwerk dann so viel Strom liefern, dass damit über 270.000 Haushalte versorgt werden können. Computerfans treffen sich in den nächsten Tagen im Wiener Messepalast. Dort wurde heute Vormittag die 3. PC Expo eröffnet. Wir haben uns auf dieser Messe die neuesten Trends am Computermarkt angesehen. Rasante Bildfolgen und Fantasienwelten faszinieren noch immer. Computerspiele liegen absolut im Trend. Die Ideen der Computerhersteller scheinen grenzenlos zu sein, wenn es darum geht, neue Absatzmärkte zu erobern. Dieser Manager hat soeben seine Termine verloren. Handlicher dagegen ist dieser elektronische Helfer. Er kann Handschrift in Computerdaten übersetzen und Eingaben untereinander verbinden und später in einen Computer überspielen. Die
Arbeit, Fahrzeugkontrolle. Wann haben Sie die Kaserne verlassen? Heute früh um 7, warum? Einbruch in der Wachtfunkkammer. Sind Sie bei der Ausfahrt kontrolliert worden? Nein, das war eine Auftragsfahrt für das Sanitätskommando. Der Wagen ist voller Medikamente. Hatten Sie Privatgepäck? Danke. Ebenfalls. Sieh doch mal die Luft an! Claire! Wenn wir nicht sofort abhauen, garantiere ich dir nicht! Nein! Warten Sie noch einen Moment! Claire! Komm her! Komm her, Claire! Kommen Sie doch rein, Claire! Und ich erkläre es Ihnen, wenn wir wieder in unsere Zeit zurückgekehrt sind! Außer Ihnen darf niemand mitkommen! Warten Sie doch! Claire, komm doch! Nacht. 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 Ein Kreuz? Ja. 100 Schilling? Mhm. 1 Minuten? Ja. Okay. Und los geht's. Das sind jetzt aber mehr Schnitzel. Das wäre sehr zu leicht. 30 Sekunden. 35. Halt's Maul, ja? Und 60. Los pesetas, per favor. Und wie viel Zeit willst du jetzt zum Zahnbauen? Entschuldigung.
știe unde pot să mă culp aici. Unde nu vine poliția. Stai, ce хочешь? Nichts verstehen, was du willst? Să dorm, singur, fără poliție. Izvini, ja tebe ne razumem. Gdje hoćeš da spavaš? Flüchten sehen. Der Anschlag ist ein Racheakt der radikalen Ulster Volunteer Force auf das Bombenattentat der IRA, dem am Sonntag 10 Protestanten zum Opfer gefallen waren. Das erklärte die Terrororganisation einem lokalen Radiosender. Wenige Stunden vor der Schießerei war heute Morgen ein 70-jähriger Katholik von der Ulster Volunteer Force getötet worden. Die Kraftprobe zwischen der französischen Regierung und den Air France-Beschäftigten geht weiter. Dem Streik des Bodenpersonals haben sich heute auch die Piloten angeschlossen. Wieder demonstrierten mehrere tausend Air France-Mitarbeiter auf den Pariser Flughäfen, diesmal auch mit den Kollegen der Fluggesellschaft Air Inter. Deshalb musste die Hälfte der Flüge gestrichen werden, nur die ausländischen Linien flogen heute Paris an. Die Streikenden verlangen immer noch eine schriftliche Garantie, dass das Sparprogramm zurückgezogen wird. Die Regierung hatte ursprünglich geplant, mehrere tausend Air France-Stellen abzubauen und dann unter dem Druck der Streiks einen Rückzieher gemacht. Der Guerillakrieg der kurdischen Arbeiterpartei PKK gegen die türkische Regierung fordert immer mehr Opfer auf beiden Seiten. Gestern und heute starben bei Angriffen der PKK 42 Zivilisten, darunter auch Kinder. Bei einem Massaker in Ostanatolien kamen allein 38 junge Männer ums Leben. Schmerzensschreie voller Wut und Ohnmacht. Dieser junge Mann versucht, einen Schuh seines toten Bruders vom blutüberströmten Boden des Dorfcafés aufzuklauben. Polizisten müssen ihn vom Ort des Blutbades wegschleppen. In dem Ort Yavi, nahe der Stadt Kat, waren 5 PKK-Kämpfer als Soldaten verkleidet in das Lokal gestürmt und hatten das Feuer auf die Gäste eröffnet. Die Opfer sind zwischen 15 und 25 Jahre alt. 10 weitere Männer wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Diese junge Frau hat ihren Mann verloren in einem Kampf, mit dem er, wie alle anderen Opfer, dass die Kleine nur noch leben wird und dass sie nur lang gesund bleibt und auch, dass sie nur lang lebt und dass sie nur lang gesund bleibt. Und ich bitte, dass die Maria ein glücklicherer Mensch wird und hilf mir, dass ich ein besserer und glücklicherer Mensch werde. Und auch, dass sie keine tödliche und lebensgefährliche Krankheit haben und auch, dass es keinen dritten Weltkrieg und keine Atomkatastrophe gibt, weder in dieser noch in der nächsten Generation. Und hilf bitte den Leidenden dieser Welt und ich danke dir für alles, lieber Gott. Wann kommst du? Nach 6. Says they gave to the wagon.
Pünktlich wie die Uhr. Servus, Anni. Grüß Gott. Grüß Gott. Na komm nur herein, trau dich. Grüß dich, Anni. Grüß Gott. Grüß Gott. Kommen Sie bitte weiter. Legen Sie ab. Haben Sie gleich hergefunden? Ja, das war kein Na? Problem. Das war ja gut. Gibst du mir deine Jacke? Ja, Ihre Kollegin vom Jugendamt hatte Schwierigkeiten. Gefällt sie dir? Ich freue mich sehr, dass du sie heute angezogen hast. Na komm, Anni, gib deine Jacke her, sonst wird dir zu warm. Das ist lieb, dank dir. Ich gebe sie dir auch sicher wieder. So, bitte weiterzukommen. Hier geht's lang. Anni! Bitte Platz zu nehmen. Ich hoffe, der Kuchen schmeckt dir. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Kommst du? Na komm, Anni, setz dich her. Also, was ist? Was hast du gesagt? Ich verstehe dich nicht. Ach so. Sie möchte gern ihr Zimmer sehen. Wie bitte? Sie möchte gern das Zimmer sehen, das Sie für sie vorgesehen haben. Ach so, na klar. Es ist nur noch nicht ganz fertig. Bitte, meine Dame. Na, wird's dir gefallen? Sie würden keine Probleme haben, wenn es die Diät einhielten. Schmeckt mir aber nicht. Also, was schlagen Sie vor? Haben Sie lieber Schmerzen? Zurücktreten. Bitte von der Fahrsteigkante zurücktreten.
Wenn du darauf setzt, dass es ihn gibt, gewinnst du alles. Und wenn es ihn nicht gibt, verlierst du nichts. Dann sagt der andere, warum muss ich überhaupt wetten, ich will ja gar nicht. Dann sagt der eine, bleibt ja gar nichts anderes übrig, du sitzt nun mal im Boot. Aber das ist eine bloße Behauptung. Wenn er nicht will, muss er nicht. Wieso, egal wie du es tust und wendest. Wenn du sagst, du wettest nicht, setzt du gegen seine Existenz. Kannst du eine behaupten, dass es keine politische Handlung ist, nicht zur Wahl zu gehen? Stärkt die Gut, dass sie Politik die hier der schon trifft. Dann brauchst du nicht die ganze Zeit mitschleppen. Voilà. Danke. Geld kriegst du morgen. Okay. Ciao. Ciao. Und, warum hast du den jetzt verschlagen? Ich hab... Wenn du gar nichts hast, aufpasst hast du nicht. So, jetzt schau einmal. Da, schau. Warum geht's da? Da stehst ordentlich, Gewicht passt, Fußspitzenrichtung ist okay. Schau, Grundstellung passt. Und jetzt kommt's. Bitte schau, was du stehst. Fühl's noch am Tisch. Wo zeigt die Fußspitzen hin in die falsche Richtung? Wieso gehst du nicht weg vom Tisch? Und jetzt ist spät. Wo ist der Ball bei der rechten Schulter? Viel zu weit hinten. Und wo ist die Gewichtsverlagerung am Arsch? Du kannst überhaupt nicht einigen im Ball, wenn er dich so weit hinten trifft. Schau dir das an, wie es dich verwinst. Die Energie geht völlig in die falsche Richtung, nach links statt nach vor. Ich war überrascht. Du warst überrascht, weil du nicht aufpasst, du dich nicht rechtfertigen. Draufhauen allein bringt's ja nicht. Mach deine Augen auf, schau den Gegner an, spielst du nicht allein. Da, bitte, ärgern brauchst du nicht. Mir der Sport den ärgern, konzentrier dich völlig. Er hat dauernd vor... Sag mal, tu dich nicht dauernd entschuldigen. Ich entschuldige mich ja nicht. Du redst dich ununterbrochen aus. Du warst zu weit vorn, alles andere ist uninteressant. Du musst die nach dem Ballen richten, nicht der Ballen nach dir. Das weiß ich eh. Was meinst? Das brauchst du mir nicht sagen. Ich weiß sowieso, dass ich da lästig bin. Aber nein, das macht ja nichts. Da brauchst du dich nicht bemühen und so tun, als wär's nicht so. Wahrscheinlich wärst du mir genauso lästig, wenn ich an deiner Stelle wär. Ja, ist schon recht. Wieso? Wieso? Aber geh, komm. Das ist schade ums Telefongeld. Wirklich. Nein, ich bin schwer beschäftigt. Soll ich da aufzählen, was ich mache den ganzen Tag? Na, also. Ja. Finde ich auch. Also, dann. Du, dass ich nicht vergiss. Was ist denn jetzt mit dem Gebhardt seiner Versetzung? Ja, das verstehe ich aber wirklich nicht. Wie lange kann denn das dauern? Vielleicht sollte er noch einmal... Ja, ist schon recht. Ich weiß. Ich bin schon still. Ja. Dass man's gut meint, zählt ja nicht. Klar, der Alte muss ja missgünstig sein. Sonst stimmt ja die Welt nimmer. Dann soll er halt auf die Nasen fallen. Mein Beruf ist es ja nicht. Ja, entschuldige. Aber ist ja wahr. Ja, gut. Schwamm darüber. Was soll ich sonst sagen? Wenn man nichts sagt, ist man desinteressiert. Wenn man was sagt, mischt man sich ein. Also was soll ich tun? Tut mir leid, dass ich existiere. Entschuldige bitte. Ja, gut. Hör mal auf. Du, was ich sagen wollte.
Die Warwick nebenan, weißt du, die mit dem Hund, die ist ausgezogen jetzt. Zu ihren Kindern. Weil sie hat sich nicht mehr kochen können und aufräumen und weißt du, was du halt so brauchst. Und jetzt haben sie die Kinder da genommen. Weil sie hat gesagt, wenn sie nach Hause muss, bringt sie sich um. Ich glaube ja kein Wort, aber gewirkt hat's. Ja, das war eigentlich alles. Sonst fällt mir nichts mehr ein. Grüß den Gebhard schön und gib der Sissi ein Bussi. Ich freue mich schon auf sie. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr ihr habt. Blödsinn. Sag mal, verstehst keinen Spaß? Das war doch nicht gemeint. Ja, sicher. Also, Bussi. So ein blöder Ausdruck. Und das würde ich mich nie gewöhnen. Bussi. Das ist mir schon bei deiner Mutter auf die Nerven gegangen. Bussi. Unter erwachsene Leute. Naja. Wahrscheinlich ist wurscht. Was? Ja. Ist meine Telefongebühr, oder? Von was soll ich sonst reden, wenn nicht von mir? Das ist das Einzige, über was ein anständiger Mensch reden kann. Was? Ja, wenn es das Gefühl wird, leg auf. Aber dann hast du ein schlechtes Gewissen. Siehst du, wie ich dich kenn? Als hätte ich dich gemacht. Ja, hast recht. Wenn eine Fahrt ist, redet man viel Blödsinn. Also dann, gute Nacht. Wart! Gib mir kurz noch einmal die Sissi. Ja, gut. Papa. Sissi. Hallo Mauserl. Schlaf gut. Träum was Schönes, ja? Na? Weiß ich nicht. Was hast du denn gestern träumt? Na, stell dir vor. Gut. Und was hat er gemacht? Das kann ich gut verstehen. Würde ich auch. Pass auf. Heute machst du es ganz anders. Wenn's... Was sagt die Mama? Na, gib mir es noch einmal. Sag mal. Manchmal frage ich mich wirklich. Was? Ach so? Du bist ein boshafter Mensch, weißt du das? Was hast denn da davon? Willst du mich kränken? Oder... Herrgott, jetzt sei du einmal ruhig und hör zu, keif nicht dauernd dazwischen. Ja, dann leg halt auf. Hab ich dir eh schon vorhin gesagt. Ach so? Ja? Na fein. Wirst ja sehen, wie es ist. Für was revanchierst du eigentlich? Was? Für was die revanchierst? Du kannst ja nicht von dir aus so ekelhaft sein. Dir möchte ich einmal meine Situation wünschen. Ja, genau. Das wären wir alle. Genau. What's up?
gib mir noch einmal die Sissi. Kurz, damit euer Familienleben nicht zu lang gestört wird. Ja, Sissi? Mauserl? Ich liebe dich. Was ist los? Bist du betrunken oder was? Ja, warum? Nicht sehr. Ich meine, was bezweckst du damit? Man sagt doch nicht aus heiterem Himmel, ich liebe dich. Überhaupt du nicht. Also was willst? Ich hab mir gedacht, das bringt was. Was?
Althochdeutsch. Ja, ist ein bisschen ungewohnt, wie eine Fremdsprache manchmal. Aber ich kann nicht sagen, dass es keinen Spaß macht, gell? Noch vor Weihnachten. Ist aber nicht besonders schwierig, habe ich schon gehört, der trifft relativ anders. Das einzig Mühsam ist, dass durch das Training so viele Stunden draufgehen. Ja. Und bei euch? Sind die Gauweiler mit dem Umbau schon fertig? Okay, ich bin ja schon gespannt, wie es aussieht. Und Papa? Ja, ich auch. Grüß ihn schön. Ja, sonst kann ich nichts berichten. Mir geht's gut. Wie geht es euch? Mir geht es gut. Ciao, Mama. Ich rühre mich, gell? Okay, ciao. Was darf ich für Sie bestellen? Ein Gluten. Herein? Ohne Eis. 2 Gluten ohne Eis. Was ist denn los? Nie davon gehört. Das sollten Sie. Also, was Ein Teil gibt's? Sambuca. Ab wann kann ich dort schlafen? Ein bisschen. Habe ich den Fahrer bestochen. Woher hattest du das De unde ai Geld? avut tu banii? I-am cerșit, bineînțeles. Câteodată am și furat. Ich habe gebettelt und manchmal auch gestohlen. A vrut mulți bani, Er 200 de wollte dolari. viel Geld, er wollte viel Geld, $200. După aceea mi-a spus imediat că mă duce doar până la granița austriacă. Und dann hat er mir auch gesagt, er führt mich nur bis zur österreichischen Peste Grenze. granițe ar fi fost prea greu. Über die Grenze sei es ihm zu gefährlich. Wie lange hat es gedauert, bis du das Geld Cât ți-a trebuit ca să zusammen adun toți banii? Câteva luni, doar trebuie să și mănânc. Einige Monate, ich musste schließlich auch essen. Eu nu fac trotuarul. Ich gehe nicht auf den Strich. Du sagst, du bist vor über 2 Wochen über die Grenze gekommen. Warum bist du nicht früher zur Polizei oder zu irgendjemand anderem gegangen? Omul din camion a spus că dacă mă prind aici și nu știu să vorbesc nemțește, mă trimit imediat înapoi. Der Mann im Lastwagen hat gesagt, wenn Sie mich erwischen und ich nicht Deutsch spreche, schicken Sie mich sofort zurück. Wovon hast du gelebt die ganze Zeit? Aici oamenii nu au grijă deloc. E foarte simplu să furi. Hier passen die Leute auf ihre Sachen überhaupt nicht auf. Es ist sehr einfach zu stehlen. Wo hast du geschlafen? Und der mit? În case goale. In leeren Häusern. Und das war nicht kalt? Nu ți-a fost frig?
Câteodată, un pic. Manchmal doch schon. Dar am haina asta. Ich habe ja diese Jacke. Acum s-a făcut frig în ultimele zile. Und jetzt dieses Kalt seit ein paar Tagen. Da am fost la poliție. Und dann bin ich halt doch zur Polizei gegangen. Kannst du mir erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist, gerade nach Cum ți-a Österreich venit zu ție ideea flüchten? să vii tocmai în Austria? Am auzit că aici oamenii se poartă frumos cu copii. Ich habe gehört, hier benehmen sich die Leute nett zu den Kindern. Von wem hast du das gehört? De unde ai auzit asta? De la o prietenă. Von einer Freundin. Und von wem hatte sie das? Și ea de unde a știut? Ea face trotarul, vorbește cu multă lume. Sie geht auf den Strich und spricht mit vielen Menschen. Wie alt ist sie? Ea câți ani are? Cam cât mine, cred. So wie ich ungefähr. Wie hast du in Bukarest Cum ai gelebt? trăit tu în Hast du București? keine Tu ai Eltern părinți? gehabt? Nu. Nein. Acum 2 ani am fugit din cămin. Vor 2 Jahren bin ich aus dem Heimweg gelaufen. La gara am avut o gașcă. Au fost și câțiva Beim copii mai Bahnhof mari. hatten wir eine Clique, da waren noch einige größere Kinder dabei. Aia a fost familia mea. Das war meine Familie. La început a fost bine, dar apoi Am a Anfang fost ging tot es ja mai greu. noch, aber dann wurde es immer schwerer. 2 prieteni de-ai mei au murit. Și apoi nu am 2 vrut să meiner stau. Freunde sind gestorben und dann wollte ich nicht mehr bleiben. Ist das nicht unglaublich? Was erwartest du dir jetzt? Er wirkt so unecht. Să rămân aici. Wie ein Ich Erwachsener. will hier bleiben. Und wo möchtest du leben hier in Și unde ai vrea Österreich? tu să locuiești aici în Austria? Nu știu. Au spus că poate trebuie Das să mă weiß duc ich nicht so înapoi. genau, aber sie haben gesagt, ich muss ohne dies vielleicht wieder zurück. Dar dacă mă trimit înapoi, mă întorc în câteva luni. Aber wenn sie mich zurückschicken, bin ich in einigen Monaten wieder da. Die Entscheidung, ob Marian Radu in Österreich bleiben darf, liegt nun im Ermessensspielraum der Ausländerbehörde. Die rechtlichen Voraussetzungen sind folgende. Ausländer, die illegal nach Österreich gekommen sind und die Möglichkeit gehabt hätten, schon in einem sogenannten sicheren Staat Schutz zu finden, bekommen kein Asyl. Alle Nachbarstaaten Österreichs gelten als sichere Staaten. Und noch ein Punkt kommt dazu. Kannst du nicht schlafen? Nein. Denkst du an den Jungen? Ja. Und an die Kleine. Ich auch. Und? Weiß nicht. Wie soll man ihr das begreiflich machen? Gegen das Gaza-Jericho-Abkommen. Sie riefen Tod für Israel und Amerika.
Außerdem trauerten die Anhänger der pro-iranischen Hisbollah-Organisation um einen ihrer Kämpfer, der bei einem israelischen Angriff getötet wurde. Die israelische Luftwaffe hatte in einer Vergeltungsaktion gestern Stellungen der Hisbollah bombardiert. Zuvor griffen die Hisbollah-Kämpfer eine Kaserne der von Israel unterstützten südlibanesischen Armee an. Sie beschossen den Stützpunkt mit Maschinengewehren und Mörsergranaten. Später gelang es den Hisbollah-Kämpfern, 12 Soldaten der südlibanesischen Armee gefangen zu nehmen. Mit der Vereidigung der Richter begann heute in Den Haag das UNO-Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien. Auf der Liste mutmaßlicher Kriegsverbrecher stehen sowohl Kroaten als auch Serben, unter anderem der bosnische Serbenführer Karadzic und der serbische Präsident Milosevic. Doch das Verfahren wird schwierig, denn das Tribunal ist darauf angewiesen, dass die Angeklagten von serbischen oder kroatischen Behörden ausgeliefert werden. Seit 2 Jahren gehen die Bilder der Gräueltaten in Ex-Jugoslawien um die Welt. Der Begriff der sogenannten ethnischen Säuberung, mittlerweile Teil der Alltagssprache, macht Horrorbilder aus dem Zweiten Weltkrieg wieder lebendig. Mit schrecklicher Regelmäßigkeit werden immer wieder neue Massaker bekannt. Soldaten und selbsternannte Milizen auf allen Seiten töten wahllos. Auch Frauen, Kinder und alte Menschen werden nicht verschont. Tausende von Menschen vegetieren in Gefängnissen und Konzentrationslagern, immer den Tod vor Augen. Grenzen der Gewalt scheint es in diesem Krieg nicht zu geben. So versuchen serbische Soldaten immer wieder, durch Massenvergewaltigungen den Widerstand und die Moral des Gegners zu brechen. Die Überlebenden dieser Gräueltaten hoffen bisher vergeblich, dass die Schuldigen für ihre Verbrechen. Jetzt klickst du mit der linken Taste fest. Rechts kannst du das drehen. Genau. Jetzt klebst du fest. Passt. Siehst du, das kannst du jetzt mit jedem machen. Das ist raffiniert. Schaut überhaupt gut aus. Also hier geht's nicht her. Na, sie müssen sich verfärben, dann passen sie zusammen. Genau. Probier mal die Maus. Also hier stellst du ein, wie viele Teile das Puzzle hat. Da kannst du die Zeit einstellen, wie lange du es brauchen darfst. Und da drüben sind halt die verschiedenen Symbole, die du zusammensetzen kannst. Da lass mich jetzt wieder. Ich glaube, ich hab's hier gleich. Am Schluss geht's immer leichter. Ja, 2 Minuten wäre ja nicht schwer. Aber wenn man es in der Zeit nicht schafft, fällt alles wieder auseinander. So, hier kommt das letzte Eck. Fertig. Na toll, wirklich. Was sagt denn der Professor dazu? Geht's damit auf den Markt, oder? Ja, aber okay. Das ist das reinste Kinderspielzeug. Da gibt's ja reihenweise raffinierteres. Aber wir bekommen im neuen Jahr leihweise vom Institut in Massachusetts den Data Glove. Das ist so ein elektronischer Handschuh, hast du wahrscheinlich schon im Fernsehen gesehen. Den ziehst du an, dann kannst du dich dreidimensional im Computer bewegen. Pass auf, du kennst doch Mikado, oder? Naja, schon lang her. Pass auf. Das ist Geschicklichkeit gegen Zufall. In ein paar Jahren kommt der Data Glove auf den Markt. Da gibt es einen neuen Software-Sektor. Und dafür muss man jetzt programmieren. Ja, toll. Weißt du, wie es geht? Ungefähr. Das ist der Mikado. Wenn man den hat, kann man zur Hilfe nehmen. Genau. Also los geht's. Bitte. Und was spielen wir? Nix. Na, nix ist nix. Also? Keine Ahnung. Na. Was na? Um was geht's? Geh bitte. Quakelt. Na, jetzt ernsthaft. Also, warum willst du spielen?
Was ist dagegen setzen? Setzen gern. Keine Ahnung. Ja, du bist dran. Der Uhr? Ja, meine Eltern zur Matura geschenkt. Wir müssen noch mitspielen, das war deine Idee. Gewackelt. Okay. Er sieht noch jünger aus als im Fernsehen. Weiß er, dass es noch auf Zeit ist? Nein. Er kennt die rechtliche Situation. Wollen wir? Also, nein. Ein friedliches Weihnachtsfest, davon träumen in Sarajevo die meisten Menschen. Auch die 7-jährige Dalida und ihr Freund Boris. Während sie den Weihnachtsbaum schmücken, schlagen draußen in der Stadt wieder hunderte Granaten ein. Im Laufschritt versuchen die Menschen, den Kugeln der Heckenschützen auszuweichen. Auf dem Schwarzmarkt in Sarajevo sind fast alle Stände leer. Nur noch ein paar Weihnachtsgestecke werden angeboten. Doch die sind viel zu teuer, sagt diese junge Frau. Wir sind schon froh, dass wir wenigstens ein kleines Festessen haben. Doch viele Menschen sind verzweifelt, so wie diese Mutter. Sie brachte am Nachmittag ihr Baby ins Krankenhaus. Der kleine Junge wurde von Granatsplittern am Bein getroffen. Sagt Michael Jackson nun die Wahrheit oder hat er nur Theater gespielt? Das fragen sich seine Fans nach dem Auftritt des Superstars gestern Abend im Fernsehen. Nach wochenlangem Schweigen und einer Entziehungskur hat er sich in einer Live-Übertragung von seiner Ranch in Kalifornien gegen alle Vorwürfe des Kindesmissbrauchs gewehrt. Ralf Hogestraat berichtet. Don't treat me like a criminal. Behandelt mich nicht wie einen Kriminellen, denn ich bin unschuldig, sagte Michael Jackson fast unter Tränen aus der Abgeschiedenheit seiner Neverland Ranch. Sichtlich bewegt erzählt er, wie die Polizei seine Genitalien untersucht hat. So sollten offenbar Beschreibungen des angeblich belästigten 15-jährigen Jungen. Telefonnummer 04999 abrufen. Ihr Anruf kostet tagsüber 13 Schilling 30 pro Minute, am Wochenende und in der Nacht 8 Schilling 67 pro Minute. Ich gehe jetzt. Du kommst? Noch 6, ja. Ciao. Ciao. Ist schon fast alles weg dort. Und bei euch? Ja, da wird's aber nichts mit dem Skifahren. Naja, das werden wir dann sehen. Du, ich muss mich beeilen, ich muss was für den Trainer mit seinem Auto abholen. Ja, das ist nicht so kompliziert, das erzähle ich dir am Abend. Ich muss mich beeilen, sonst wird's knapp. Okay, ciao Mama. Was? Fahrplanmäßiger Abfahrt ist 13:30 Uhr. Ja, dann muss ich zwischen 5 und 6 ankommen. Und dann ruf halt sicherheitshalber am Bahnhof an. Okay. Ciao. Stern. Weihnachtsstern. Weihnachtsstern. Ja, genau. Wie am Himmel. Verstehst du? In der Nacht überall Sterne. Stern. Menschen. Du Mensch, ich Mensch. Das Menschen. Menschen. Und auf den Bergen lebhafter. Er weht dann mit etwa 40
Süden befindet sich in Arnfeld. Kostet 79 Schilling und Muscheln im Sud 86 Schilling. Dazu wird französisches Weißbrot Baguette gereicht. Etwa 20 Meter weiter gegen Westen stoße ich auf ein Standel, das den Charme einer Strandhütte ausstrahlt. Man kann durch die Fensterscheiben hineinsehen und den asiatischen Koch beobachten. Er richtet Sushi-Portionen her, das ist roher Fisch auf japanische Art zubereitet. Ein junger Mann kommt gerade bei der Tür heraus. Ich frage ihn, was er gerade gegessen hat. Ich habe ein Lachs-Sushi gegessen. Das war wunderbar. Das sind rohe Fische mit Reis und unter einer grünen Paste. Das wird, glaube ich, aus Creme gemacht auch. Das ist irrsinnig gut. Wirklich. Wunderbar. Wie viel haben Sie gezogen? Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe 2 große Portionen gegessen. Normalerweise ist ein Mensch satt nach einer großen. Das hat gekostet 290. Ist das ja nicht so? 2 mal 45. Weil das reicht eigentlich für den ganzen Tag. Kulinarische Ausflüge in ferne Länder sind nicht immer so teuer, versichert mir ein Student aus der nahen Technischen Universität. Er hat eine koreanische Suppe gegessen, ist dann zu einem Tschechen übersiedelt und hat Spinatschrubel verzehrt. Als Nachspeise gab es eine israelische Orange bei einem türkischen
gehen wir in die Bank, da holen wir das Geld für den Urlaub. Bank, ja genau. Da holen wir das Geld. Ja. Gott, ist das voll. Wir müssen uns da anstellen. Sieh mal, das kann das über. Mit einmal. Kann ich mit Checkkarte zahlen? Ich habe zu wenig Bargeld da. Nur da draußen ist ein Bankomat. Wo? Na, schaust halt. Entschuldigung, ich habe draußen das Auto stehen, ich muss nicht schnell 300 Schilling abheben. Entschuldigen Sie, würden Sie sich bitte hinten anstellen? Aber der Bankomat draußen ist kaputt. Ich stehe an der Tankstelle und blockiere den Betrieb. Aber ist ja voll aus. Das ist nichts für dich. Das ist ja klar. Du wartest hier, ich komme gleich wieder, ja? Nicht fortgehen, sitzen bleiben, ja? Bis gleich. Ist gut. Ist gut. Frau Domek, Gegenzeichnung, bitte. Grüß Gott. Grüß Gott. So, schöne Feiertage. Danke, gleichfalls.
Billrothstraße kurz nach den tödlichen Schüssen. Die Leichen der 3 Opfer werden abtransportiert. In der Schalterhalle arbeiten die Spurensicherer der Polizei. Sie suchen zwischen den Blutlachen nach einem Hinweis auf ein Motiv, nicht auf den Täter, denn der hat sich schon selbst gerichtet. Nach dem Gemetzel in der Bank war der Mann über die Straße gerannt, hatte sich auf dieser Tankstelle in sein Auto gesetzt und mit einem Kopfschuss Selbstmord begangen. Inzwischen weiß man, dass der Täter Maximilian B. hieß, 19 Jahre alt war und Student. Warum er so sinnlos gemordet hat, ist noch völlig unklar. Fest steht, dass es kein Versuch war, die Bank auszurauben. Als einer der Letzten hatte der Tankwart mit dem Täter gesprochen, aber auch er findet keine Erklärung. Keine Ahnung. Was nicht. Tja, Wahnsinn. Wien am Vorweihnachtstag. Fassungslose Menschen im Angesicht einer Wahnsinnstat. In Brüssel scheiterte heute auch der letzte Versuch, noch vor Weihnachten ein Friedensabkommen für Bosnien zu erreichen. Die Gespräche zwischen den Bürgerkriegsparteien wurden am Nachmittag ergebnislos abgebrochen. In Zentralbosnien entführten bosnische Regierungssoldaten 3 UNO-Soldaten in einem Panzer. Die für Weihnachtstage vereinbarte Feuerpause wird an fast allen bosnischen Fronten nicht eingehalten. Ein friedliches Weihnachtsfest, davon träumen in Sarajevo die meisten Menschen. Auch die 7-jährige Dalida und ihr Freund Boris. Während sie den Weihnachtsbaum schmücken, schlagen draußen in der Stadt wieder hunderte Granaten ein. Im Laufschritt versuchen die Menschen, den Kugeln der Heckenschützen auszuweichen. Auf dem Schwarzmarkt in Sarajevo sind fast alle Stände leer. Nur noch ein paar Weihnachtsgestecke werden angeboten. Doch die sind viel zu teuer, sagt diese junge Frau. Wir sind schon froh, dass wir wenigstens ein kleines Festessen haben. Doch viele Menschen sind verzweifelt, so wie diese Mutter.
Sie brachte am Nachmittag ihr Baby ins Krankenhaus. Der kleine Junge wurde von Granatsplittern am Bein getroffen. Sagt Michael Jackson nun die Wahrheit oder hat er nur Theater gespielt? Das fragen sich seine Fans nach dem Auftritt des Superstars gestern Abend im Fernsehen. Nach wochenlangem Schweigen und einer Entziehungskur hat er sich in einer Live-Übertragung von seiner Ranch in Kalifornien gegen alle Vorwürfe des Kindesmissbrauchs gewehrt. Ralf Hogestraat berichtet. Don't treat me like a criminal. Behandelt mich nicht wie einen Kriminellen, denn ich bin unschuldig, sagte Michael Jackson fast unter Tränen aus der Abgeschiedenheit seiner Neverland Ranch. Sichtlich bewegt erzählt er, wie die Polizei seine Genitalien untersucht hat. So sollten offenbar Beschreibungen des angeblich belästigten 15-jährigen Jungen bestätigt werden. Michael Jacksons Anwalt Johnny Cochran verteidigte die Medienoffensive. Er, Michael Jackson, hielt es für richtig, jetzt auf die Vorwürfe zu antworten. Wenn das alles vorbei sei, so hieß es aus Jacksons Lager, werde Michael sogar weltweit ein Comeback starten. Seine Karriere